bitte fast Piano denken im Holz, bitte. Das ist zu viel, das ist zu viel. Sehen Sie, das ist das alte Irrtum. Da steht hervortretend mezzo forte. Es muss gemischt sein, ein Mischklang. Die Berliner Philharmoniker kenne ich natürlich seit meiner frühesten Konzert-Geherfahrung. Das ist klar, wenn man in Berlin aufwächst, kennt man die Berliner Philharmoniker. Als Musikfreund ganz besonders. Und ich bin auch natürlich aufgewachsen mit Menschen, die die Berliner Philharmoniker sehr verehrt haben und sie lange gekannt haben und begleitet haben. Da ist man so quasi, ja, man wächst da so mit rein. So natürlich und ungezwungen. Und dann habe ich natürlich hier wunderbare Konzerte dann gehört und mir war klar, was das für ein Orchester ist. Und man hörte natürlich viel über vor allen Dingen einen vergangenen Chefdirigenten, nämlich Furtwängler. Und von dem wurde ja nun fast nur in raunendem Ton gesprochen, bis mir dann eigentlich klar wurde, dass der ja schon ganz lange tot war. Hat mich eigentlich erst erstaunt, dass Menschen so viel sprachen von Furtwängler, das, was an der Karajan-Verehrung gar nichts änderte, aber es war eben eine völlig andere Farbe. Und ich bin so ein bisschen mit beidem aufgewachsen. Und natürlich selber gehört habe ich Furtwängler leider nicht. Das ging natürlich rein altersmäßig nicht, aber Karajan umso mehr. Und das Orchester mit verschiedenen Dirigenten und das war immer ein besonderes Erlebnis. Zu hören, wie die mit einem anderen Dirigenten spielten, wenn es nicht Karajan war. Ich gucke zwar dahin, aber Sie müssen mich da mehr erfreuen an der Stelle. B. So ist es. Ein Bruckner-Dirigent muss wie ein Beethoven-Dirigent früh anfangen. Es ist eigentlich interessant, dass man immer sagt, die älteren Dirigenten haben dann Bruckner dirigiert. Ja, das ist auch so, weil man selber eben so jung war und die waren schon etwas älter. Vielleicht, es ist aber so, dass, wenn man sich das anguckt, es gibt ja so eine Konzertstatistik von Furtwängler und auch, was der Karajan frühzeitig dirigiert hat, die haben alle frühzeitig mit Bruckner angefangen. Es ist also eigentlich so, dass man vielleicht in der Tat denken könnte, ja, einem Älteren erschließen sich manche Dinge mehr, aber das ist doch sowieso so. Also es ist ja eine Binsenweisheit zu sagen, dass natürlich ein älterer Dirigent mit 70, gar womöglich noch älter, je weniger er körperlich macht, aus dem Orchester Dinge hervorholen kann, die ein Junger mit einer ganz großen gymnastischen Übung davor nicht rausbekommt. Das gehört ja nun zu den wunderbaren Momenten, wenn man ältere Kollegen sieht. Und mir ist das ja auch vergönnt gewesen, manche zu sehen, wirklich zu sehen und dann zu hören, was sie mit ihrem wenigen Körpereinsatz zustande gebracht haben. Und ich selber wunderte mich dann, dass ich so wahnsinnig viel Körpereinsatz bringe und aber nicht ansatzweise diese Stimmung dort hervorrufen kann. Das muss man aber lange üben. Ich möchte das gar nicht mehr dirigieren müssen. Das Programm des Abends ist deshalb ausgewählt worden, weil das wirklich ein gegensätzliches Programm ist. Es ist ein sehr feingliedriges Stück im ersten Teil, ein Spätwerk von Richard Strauss, was mit allem spielt, was er schon gemacht hat und auf eine Einfachheit zurückgeht. Und in dieser Einfachheit und auch in der melodiösen Unschuld liegt auch wiederum die Verbindung zu Bruckner. Bruckner hat auch, finde ich, immer eine bezaubernde Unschuld. Wenn Leute gesagt haben, es sei Bauernmusik oder so etwas, ja, was ist denn gegen Bauern zu sagen? Die haben und sorgen für unsere Ernährung. Ohne die säßen wir gar nicht hier. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit Urteilen. Ich bin auch nicht so dramaturgisch wiederum interessiert, dass man sagt, es müssen nun jetzt so viele Querverbindungen sein, dass ich eigentlich vor, ich sag's mal, Intelligenz nicht mehr gehen kann, dann wird es mir zu kompliziert. Es gibt manche Dinge, da muss das Herz sprechen. Man muss einfach sagen, passen die beiden Stücke zusammen oder passen sie nicht? Und wenn man selber davon überzeugt ist, dass es geht, dann machen wir es. Es gibt auch manchmal unlogische Kombinationen und Dinge, wo man vielleicht sagt, also eigentlich auf den ersten Blick würde ich sagen, das geht gar nicht. Und mit einmal macht man es und sagt, das war sehr schön. Also man muss sich Platz lassen für das ja so ein wenig Unvorhergesehene. Und immer gesanglich bleiben. Es ist mir immer noch irgendwie statt ram, dam, 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 da. Sopranistin singt doch auch so. Im besten Fall.
Das Wort romantisch ist ein interessantes Wort, weil es bei manchen nur so eine einzige Farbe zum Klingen bringt. Romantisch kann ja auch nicht so, sagen wir mal, nicht so ausgepolstert heißen. Verstehen Sie? Das Romantische bedeutet, glaube ich, dass es ein ganz großes Gefühlsspektrum gibt, dass aber keinesfalls die fahlen Farben fehlen. Also denken Sie an manche sogenannten romantischen Bilder, der Sturm und Drang oder das frühe 19. Jahrhundert. Nun ist der Bruckner spätes 19. Jahrhundert, aber romantisch ist insofern daran, dass man sich vielleicht versucht, bildlich dazu was vorzustellen. Auch das hat seine Vorteile, ich bin da gar nicht gegen. Ich finde, sich ein bestimmtes Bild dazu vorzustellen, Natur oder eine bestimmte Situation, kann helfen, es zu verstehen. Und man benutzt auch solche Bilder bei der Orchesterprobe. Wenn so eine Stelle irgendwie noch nicht so in der Stimmung ist, wissen Sie, dann müssen Sie zu Bildern greifen. Ich will nicht sagen ohne Vibrato, aber wenig Vibrato. Angemessenes, totes Vibrato. Ja? Bloß nicht ohne, aber bloß nicht mit. Bloß nicht ohne, bloß nicht mit. Naja, eben nicht so. Genau das ist es. 179. Ich finde es faszinierend, wenn es um den Klang geht, wenn man das nämlich so übertragen kann, dass es wesentlich besser ist als zum Beispiel im Radio, es sei denn, man hat natürlich eine tolle Anlage zu Hause und hört jetzt das gesamte Konzert praktisch live mit. Wenn Sie es aber im Autoradio hören oder woanders mit etwas weniger Ausstattung und man kann ins Kino gehen und mit diesen Anlagen, die so ein Kino bietet, mit dem Klang Erlebnis, dann finde ich das ganz wunderbar. Und wenn Leute keine Karten bekommen haben oder sagen, sie finden das auch irgendwie vielleicht ungezwungener im Kino, je mehr Menschen wir erreichen, desto besser ist es. Also wissen Sie, ein volles Haus ist immer schöner als ein leeres. Und wenn manche Leute da auch mit vielleicht hat man keine Lust, sich was anzuziehen, sagt, im Kino sieht mich ja sowieso keiner und ich kann womöglich sogar noch verstohlen dabei einen Weingummi kauen, dann soll mir das doch recht sein. Es muss vielleicht nicht im Orchester sein und es muss auch nicht im Publikum hier in der Philharmonie sein. Da gibt es dann gewisse Dinge, die einfach nicht gehen. Aber im Kino ist das alles ungezwungener. Und womöglich sagt dann die eine oder der andere, ich gehe jetzt auch mal, ich möchte jetzt mal eine Karte kaufen und dann dabei sein. Also ich finde das großartig, diese Kinoübertragungen.